Hallo. Mein Name ist Monika, ich bin 26 Jahre alt und komme aus München. Zurzeit lebe ich in Istanbul. Ich arbeite als Grafikdesignerin und bin als Freiberuflerin tätig. Mein Job erlaubt es mir, überall auf der Welt zu arbeiten, solange ich Internet und meinen Laptop habe. Jeden Monat verdiene ich zwischen 3.200 und 3.500 Euro. Ich liebe die Freiheit, die mein Job mir bietet. Ich reise gerne und entdecke neue Orte. Istanbul ist eine faszinierende Stadt mit einer reichen Geschichte und Kultur. Jeden Morgen beginne ich meinen Tag mit einem Spaziergang zum Bäcker, um ein Simit zu kaufen. Simit ist ein berühmtes türkisches Gebäck, das ich gerne mit Nutella oder Käse esse. Ich genieße es, durch die belebten Straßen Istanbuls zu gehen und die Vielfalt der Stadt zu erleben. Nach dem Frühstück mache ich Yoga, um meinen Geist und Körper zu entspannen. Yoga hilft mir, den Tag mit einer positiven Energie zu beginnen. Danach arbeite ich ein paar Stunden an meinem Laptop. Heute habe ich einen Auftrag, ein Logo und ein Coverart für einen elektronischen Musiker in der Türkei zu gestalten. Am Vormittag arbeite ich intensiv am Logo, recherchiere und skizziere verschiedene Ideen. Zum Mittagessen koche ich eine Linsensuppe und Köfte mit Reis. Ich liebe es, türkische Gerichte zu kochen und neue Rezepte auszuprobieren. Nach dem Mittagessen nehme ich meinen Laptop und gehe in ein Café in der Nähe der Bosporusbrücke. Dort genieße ich die wunderbare Aussicht und arbeite am Coverart. Ich bestelle mir einen Kräutertee und einen Schokoladen-San Sebastian Käsekuchen. Das Café hat eine gemütliche Atmosphäre, die mich inspiriert und meine Kreativität fördert. Nach dem Beenden meiner Arbeit zahle ich meine Rechnung und gebe 50 Lira Trinkgeld, weil ich glaube, dass Trinkgeld wichtig ist. Es ist eine Art, meine Wertschätzung für den Service zu zeigen. Danach packe ich meinen Laptop in meinen Rucksack und gehe in den schönen Gassen Istanbuls spazieren. Ich liebe die Gassen dieser Stadt, sie sind voller Leben und Überraschungen. Oft entdecke ich neue Läden, Cafés oder Straßenkünstler, die die Stadt noch lebendiger machen. Nach einem langen Spaziergang gehe ich zur U-Bahn, um nach Hause zu fahren und mich auszuruhen. Zu Hause mache ich mir einen Cäsarsalat zum Abendessen und schaue meine Lieblingsserie, Aile, das auf Türkisch Familie bedeutet. Die Serie erzählt von den Herausforderungen und Freuden einer türkischen Familie und ist sehr unterhaltsam. Nach 20 Minuten Meditation mache ich mich bereit fürs Bett, damit ich am nächsten Morgen früh aufstehen und meine Arbeit wieder aufnehmen kann. Ich liebe mein Leben als Freiberuflerin. Die Freiheit und Flexibilität, die mein Job mir bietet, sind unbezahlbar. Ich kann überall leben und arbeiten, neue Kulturen entdecken und interessante Menschen kennenlernen. Istanbul ist derzeit mein Zuhause, aber wer weiß, wo mich meine Reise als nächstes hinführen wird. Bist du bereit für die Prüfung? Los geht's! Welches der folgenden Videos repräsentiert am besten das Wort Käsekuchen? Käsekuchen ist ein deutscher Kuchen aus Quark oder Frischkäse, Eiern und Zucker. Monika macht eine Meditation vor dem Schlafengehen. Der, dem, die, den. Monika macht eine Meditation vor dem Schlafengehen.
Monika gibt Kellner 50 Lira Trinkgeld. Den, dem, die, der. Monika gibt dem Kellner 50 Lira Trinkgeld. Monika geht langen Spaziergang in den Gassen Istanbuls nach Hause. Durch, neben, bei, nach. Monika geht nach langem Spaziergang in den Gassen Istanbuls nach Hause. Beantwortet bitte die nächsten Fragen in den Kommentaren, um euch selbst zu testen. Monika geht morgens Bäcker, um ein Simmet zu kaufen. Von, zum, bei, an. Monika arbeitet als Freelancerin und verdient Monat zwischen 3.200 und 3.500 Euro. In, von, auf, pro. Monika geht dem Frühstück zum Yoga. Während, nach, bis, vor. Die Grafikdesignerin. Die Grafikdesignerin arbeitet an einem neuen Projekt. Die Freiberuflerin. Die Freiberuflerin genießt ihre Freiheit. Die Freiheit. Die Freiheit ist wichtig für alle Menschen. Der Bäcker. Der Bäcker backt frisches Brot jeden Morgen. Der Auftrag. Der Auftrag wurde gestern abgeschlossen. Der Vormittag. Der Vormittag ist meine produktivste Zeit. Das Rezept. Das Rezept für diesen Kuchen ist sehr einfach. Die Brücke. Die Brücke verbindet die beiden Städte. Der Kräutertee. Der Kräutertee hilft mir beim Entspannen. Die Rechnung. Die Rechnung muss bis Ende des Monats bezahlt werden. Das Trinkgeld. Das Trinkgeld ist für den Kellner. Die Wertschätzung. Die Wertschätzung des Teams ist wichtig. Die Gasse. Die Gasse ist sehr eng und alt. Die U-Bahn. Die U-Bahn fährt alle 10 Minuten. Die Serie. Die Serie ist sehr unterhaltsam. Erlaubt. Es ist erlaubt, hier zu parken. Berühmt. Sie ist eine berühmte Schauspielerin. Unterhaltsam. Der Film war sehr unterhaltsam. Flexibel. Mein Arbeitsplan ist sehr flexibel. Verdienen. Ich verdiene genug Geld für meinen Lebensunterhalt. Erleben. Wir erleben gerade einen spannenden Moment. Recherchieren. Ich muss für meine Präsentation viele Informationen recherchieren. Skizzieren.
Er skizziert die Idee auf Papier. Ausprobieren. Ich möchte das neue Rezept ausprobieren. Aufnehmen. Er wird nächste Woche seine Arbeit wieder aufnehmen. Kennenlernen. Es ist schön, neue Leute kennenzulernen. Hallo. Mein Name ist Monika, ich bin 26 Jahre alt und komme aus München. Hallo. Mein Name ist Monika, ich bin 26 Jahre alt und komme aus München. Zurzeit lebe ich in Istanbul. Ich arbeite als Grafikdesignerin und bin als Freiberuflerin tätig. Zurzeit lebe ich in Istanbul. Ich arbeite als Grafikdesignerin und bin als Freiberuflerin tätig. Mein Job erlaubt es mir, überall auf der Welt zu arbeiten, solange ich Internet und meinen Laptop habe. Mein Job erlaubt es mir, überall auf der Welt zu arbeiten, solange ich Internet und meinen Laptop habe. Jeden Monat verdiene ich zwischen 3.200 und 3.500 Euro. Jeden Monat verdiene ich zwischen 3.200 und 3.500 Euro. Ich liebe die Freiheit, die mein Job mir bietet. Ich liebe die Freiheit, die mein Job mir bietet. Ich reise gerne und entdecke neue Orte. Ich reise gerne und entdecke neue Orte. Istanbul ist eine faszinierende Stadt mit einer reichen Geschichte und Kultur. Istanbul ist eine faszinierende Stadt mit einer reichen Geschichte und Kultur. Jeden Morgen beginne ich meinen Tag mit einem Spaziergang zum Bäcker, um ein Simit zu kaufen. Jeden Morgen beginne ich meinen Tag mit einem Spaziergang zum Bäcker, um ein Simit zu kaufen. Simit ist ein berühmtes türkisches Gebäck, das ich gerne mit Nutella oder Käse esse. Simit ist ein berühmtes türkisches Gebäck, das ich gerne mit Nutella oder Käse esse. Ich genieße es, durch die belebten Straßen Istanbuls zu gehen und die Vielfalt der Stadt zu erleben. Ich genieße es, durch die belebten Straßen Istanbuls zu gehen und die Vielfalt der Stadt zu erleben. Nach dem Frühstück mache ich Yoga, um meinen Geist und Körper zu entspannen. Nach dem Frühstück mache ich Yoga, um meinen Geist und Körper zu entspannen. Yoga hilft mir, den Tag mit einer positiven Energie zu beginnen. Yoga hilft mir, den Tag mit einer positiven Energie zu beginnen. Danach arbeite ich ein paar Stunden an meinem Laptop. Danach arbeite ich ein paar Stunden an meinem Laptop. Heute habe ich einen Auftrag, ein Logo und ein Coverart für einen elektronischen Musiker in der Türkei zu gestalten. Heute habe ich einen Auftrag, ein Logo und ein Coverart für einen elektronischen Musiker in der Türkei zu gestalten. Am Vormittag arbeite ich intensiv am Logo, recherchiere und skizziere verschiedene Ideen. Am Vormittag arbeite ich intensiv am Logo, recherchiere und skizziere verschiedene Ideen. Zum Mittagessen koche ich eine Linsensuppe und Köfte mit Reis. Zum Mittagessen koche ich eine Linsensuppe und Köfte mit Reis. Ich liebe es, türkische Gerichte zu kochen und neue Rezepte auszuprobieren. Ich liebe es, türkische Gerichte zu kochen und neue Rezepte auszuprobieren.
Nach dem Mittagessen nehme ich meinen Laptop und gehe in ein Café in der Nähe der Bosporusbrücke. Nach dem Mittagessen nehme ich meinen Laptop und gehe in ein Café in der Nähe der Bosporusbrücke. Dort genieße ich die wunderbare Aussicht und arbeite am Coverart. Dort genieße ich die wunderbare Aussicht und arbeite am Coverart. Ich bestelle mir einen Kräutertee und einen Schokoladen-San Sebastian Käsekuchen. Ich bestelle mir einen Kräutertee und einen Schokoladen-San Sebastian Käsekuchen. Das Café hat eine gemütliche Atmosphäre, die mich inspiriert und meine Kreativität fördert. Das Café hat eine gemütliche Atmosphäre, die mich inspiriert und meine Kreativität fördert. Nach dem Beenden meiner Arbeit zahle ich meine Rechnung und gebe 50 Lira Trinkgeld, weil ich glaube, dass Trinkgeld wichtig ist. Nach dem Beenden meiner Arbeit zahle ich meine Rechnung und gebe 50 Lira Trinkgeld, weil ich glaube, dass Trinkgeld wichtig ist. Es ist eine Art, meine Wertschätzung für den Service zu zeigen. Es ist eine Art, meine Wertschätzung für den Service zu zeigen. Danach packe ich meinen Laptop in meinen Rucksack und gehe in den schönen Gassen Istanbuls spazieren. Danach packe ich meinen Laptop in meinen Rucksack und gehe in den schönen Gassen Istanbuls spazieren. Ich liebe die Gassen dieser Stadt, sie sind voller Leben und Überraschungen. Ich liebe die Gassen dieser Stadt, sie sind voller Leben und Überraschungen. Oft entdecke ich neue Läden, Cafés oder Straßenkünstler, die die Stadt noch lebendiger machen. Oft entdecke ich neue Läden, Cafés oder Straßenkünstler, die die Stadt noch lebendiger machen. Nach einem langen Spaziergang gehe ich zur U-Bahn, um nach Hause zu fahren und mich auszuruhen. Nach einem langen Spaziergang gehe ich zur U-Bahn, um nach Hause zu fahren und mich auszuruhen. Zu Hause mache ich mir einen Cäsarsalat zum Abendessen und schaue meine Lieblingsserie, Aile, das auf Türkisch Familie bedeutet. Zu Hause mache ich mir einen Cäsarsalat zum Abendessen und schaue meine Lieblingsserie, Aile, das auf Türkisch Familie bedeutet. Die Serie erzählt von den Herausforderungen und Freuden einer türkischen Familie und ist sehr unterhaltsam. Die Serie erzählt von den Herausforderungen und Freuden einer türkischen Familie und ist sehr unterhaltsam. Nach 20 Minuten Meditation mache ich mich bereit fürs Bett, damit ich am nächsten Morgen früh aufstehen und meine Arbeit wieder aufnehmen kann. Nach 20 Minuten Meditation mache ich mich bereit fürs Bett, damit ich am nächsten Morgen früh aufstehen und meine Arbeit wieder aufnehmen kann. Ich liebe mein Leben als Freiberuflerin. Ich liebe mein Leben als Freiberuflerin. Die Freiheit und Flexibilität, die mein Job mir bietet, sind unbezahlbar. Die Freiheit und Flexibilität, die mein Job mir bietet, sind unbezahlbar. Ich kann überall leben und arbeiten, neue Kulturen entdecken und interessante Menschen kennenlernen. Ich kann überall leben und arbeiten, neue Kulturen entdecken und interessante Menschen kennenlernen. Istanbul ist derzeit mein Zuhause, aber wer weiß, wo mich meine Reise als nächstes hinführen wird. Istanbul ist derzeit mein Zuhause, aber wer weiß, wo mich meine Reise als nächstes hinführen wird.